Ja, hallo liebe Freunde unseres Kanals. Ja, es gibt wieder mal Neuigkeiten hier aus unserem wunderschönen Tal auf Madeira. Und die Neuigkeiten wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten und deswegen könnt ihr uns jetzt begleiten auf unserer Tour rund ums Haus, was so alles passiert ist in den letzten Tagen. Ja, mittlerweile geht es hier los mit der Außenisolation des Hauses. Dort diese Platten, die werden jetzt außen ans Haus angebracht. Und das ist ein riesen Tetris-Spiel. Ja, hier wird schon angefangen damit. Die Arbeiter machen eine super Work. Ja, krass. Eieiei. Aber das ist... Eieiei. Ich würde ja gern helfen, aber ich habe keine Ahnung. Aber die leisten wirklich super Arbeit. Ja, jetzt gehen wir mal kurz hier rein. Eine Man Cave. Hier die Wand muss noch verputzt werden. Die Kabelkanäle sind alle da. Und jetzt wird jede Menge Zement schon mal reingebracht, weil diese Isolationslayer müssen noch mit Beton befestigt werden. Hier diese Plastiknetze, die kommen auch noch. The first word in Portuguese. Okay, ja. Ja, so wie es aussieht, sind wir in unserem Zeitplan eigentlich noch recht gut. Wir haben jetzt Mitte April, Ende Mai sollten die Fenster drin sein, die Isolation gemacht sein und wir können beginnen, die Fußböden zu machen. Ja, hier muss noch jede Menge Beton muss noch aufgeräumt werden. Aber soweit sieht alles gut aus. Ich hoffe nur, dass es mit den Raumhöhen auch recht gut kommt. Weil dort, diese Räume da unten, die werden natürlich noch etwas angehoben. Mit dem Fußboden und alles. Aber ach, das kommt alles schon gut. Das kommt alles schon gut. Ja, unser Wohnzimmer. Ja, so langsam komme ich schon Heimatgefühle auf. Hier muss noch richtig aufgeräumt werden. Keine Ahnung, wie die das dann machen wollen. Aber das ist ihr Job. Das ist ihr Job. Muss natürlich noch mit Feinputz alles gemacht werden. Aber wenn der Feinputz dann drauf ist, dann ist das endgültig auch super. Dann kann gestrichen werden. Ach, alles so toll. Alles so toll. Und so ein geräumiges Wohnzimmer. Schön. Schön, schön.
Pfosten an. Ja, die Aussicht ist natürlich kaum zu überbieten. Oh, und wie ich jetzt gerade sehe, sind hier schon die Grundfundamente gemacht worden für die Balustrade. Wie nennt man das? Für die Handrails, für die Handläufe. Ja, und wir wollen das ähnlich machen wie dort drüben an dem anderen Haus. Diese Pfosten haben wir uns schon ausgesucht. Aber weil wir so viele von diesen Pfosten brauchen, wird die allmähliche Produktion wohl 2 bis 3 Monate dauern von diesen Pfosten. Weil die haben, glaube ich, nur eine Form oder 2 Formen und die müssen natürlich trocknen, weil die aus Beton sind. Und die machen wir dann erstmal hier rund um den Balkon. Und da kommt dann auch noch ein Handlauf drauf. Und wenn das fertig ist, ja, können wir warten, bis die nächsten produziert worden sind. Und die kommen dann hier um die Garage herum. Dort einmal um den Abgrund dort. Und hier vorne rum zur Straße. Das ist so unsere Idee, natürlich auch mit Handlauf und allem, so dass das Haus einheitlich aussieht. Und der Rest, der kommt dann hier an dieser Mauer zur Straße, weil wir haben jetzt endgültig vor, wohl die Mauer hier noch ein bisschen zu erhöhen, damit wir das gesamte Areal hier mit Erde auffüllen können, damit wir diesen Slope, diesen Abhang hier etwas im Griff bekommen. Weil so geht das einfach nicht. Und dann wird die Mauer hier noch erhöht um einen halben Meter oder einen Meter, muss noch besprochen werden. Und darauf kommen dann genau dieselben Handläufe, genau dieselben. Und dann sieht das Haus richtig schön einheitlich aus und auch das Grundstück richtig schön einheitlich aus. Ja, das ist so unsere Idee bisher. Ja, aber ich bin schon begeistert, dass das jetzt so gut vorangeht. Jetzt ist natürlich erstmal die Außenisolation angesagt und das wird eine Woche dauern. Aber ja, Arbeit dauert halt. Und die Fenster sind auch, auf dem Weg. Ich glaube, das Glas ist mittlerweile angekommen hier auf der Insel. Das kam ja aus Portugal und jetzt wird das Glas in die Aluminiumrahmen angesetzt und ja, dann können die eingebaut werden. Aber zuerst muss die Außenisolation dann. Und er macht die Teil von Kamin fertig. Ja, super. Genau der richtige Mann für die Arbeit. Cool. Ja. Und der ist auch einer von den Guten hier. Ja. Ja, wir haben ja auch viel Spaß auf der Baustelle. Und ja, ohne das geht's auch gar nicht. Ja, und jetzt nochmal kurz nach außen, was dort abgegangen ist. Aha, hier oben haben sie schon verschalt. Gut, das heißt, sie haben da oben den Boden schon mal glatt gezogen. Das werde ich euch gleich noch mal von oben zeigen, hier vom
im Garten. Aha. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, hier ist eigentlich alles wie gehabt, aber die Gerüste stehen, damit die Außenisolation angebracht werden kann. Auf diese Styroporplatten, die angeklebt werden, kommt dann noch Zement und das Netz. Ja, passt. Passt, passt. Sehr schön. Wie ihr sehen könnt, die Arbeiten gehen voran. Das beruhigt uns sehr, weil nach diesem überdurchschnittlich harten Winter sind wir doch ordentlich in Zeitverzug gekommen. Aber naja, ne, irgendwas ist halt immer. Irgendwas ist halt immer. Ja, jetzt müssen wir noch sehen, dass wir den ganzen Schutt hier auch noch beseitigen. Das werden wir dann wohl da hinten in die Kuhle tun, da wo wir eh noch auffüllen wollen. Ja, und jetzt kann ich euch da das Dach, was oberhalb von der Toilette ist, kann ich euch da zeigen. Ja, jetzt haben sie das da oben glatt gezogen, damit das Wasser auch vernünftig abfließen kann. Schön, schön. Ja, so sieht das aus. So sieht das aus. Ja, es ist beruhigend dann zu sehen, wie es vorangeht. Und ja, das waren jetzt erstmal so die neuesten News von uns hier aus unserem wunderschönen Tal auf Madeira. Und ja, wir hoffen, euch gefällt unser Kanal und das, was wir tun. Und wir sehen uns spätestens in unserem nächsten Video, Freunde. Bis später. Ciao.